Hallo und herzlich willkommen in meiner Häkelstube. Heute zeige ich euch, wie ihr diese schöne Blumen-Granny Square häkeln könnt. Ich verwende dafür diese 4 Farben und die Häkelnadelstärke Nummer 3. Als erstes beginnen wir mit 4 Luftmaschen. Dann stechen wir in die erste Luftmasche ein und häkeln eine Kettmasche. Anschließend häkeln wir 4 Luftmaschen. Jetzt häkeln wir in das Loch eine Kettmasche rein. Dann häkeln wir wieder 4 Luftmaschen und anschließend eine Kettmasche in das Loch rein. Und das Ganze wiederholen wir dann noch 5 weitere Male, sodass wir am Ende 7 davon haben. Am Ende der Runde angekommen, häkeln wir noch eine Luftmasche und dann häkeln wir in das Loch noch ein Stäbchen rein und beenden somit die Runde. Jetzt machen wir einen Farbwechsel. Wir stechen in die Lücke ein, holen uns das Garn und häkeln eine Kettmasche. Anschließend häkeln wir 3 Luftmaschen. Jetzt nehmen wir uns das Garn, wie wenn wir ein Stäbchen häkeln würden, gehen in die Lücke rein, holen uns das Garn und ziehen es durch die erste Masche durch, dann durch die zweite Masche und zuletzt durch die dritte Masche. Dasselbe wiederholen wir dann noch ein weiteres Mal. Jetzt häkeln wir 3 Luftmaschen. Dann stechen wir wieder in dieselbe Lücke ein und häkeln eine Kettmasche. Jetzt häkeln wir 2 Luftmaschen und dann stechen wir in die zweite Lücke ein und häkeln wieder eine Kettmasche rein. Anschließend häkeln wir wieder 3 Luftmaschen und häkeln dann dasselbe wie in der ersten Lücke. Und das Ganze wiederholen wir, bis wir am Ende der Runde angekommen sind. Am Ende der Runde angekommen, häkeln wir eine Luftmasche und gehen dann in die erste Lücke rein und häkeln eine Kettmasche und beenden somit die Runde. Jetzt häkeln wir 4 Luftmaschen. Dann stechen wir in diese Lücke ein und häkeln eine Kettmasche rein.
Jetzt häkeln wir wieder 4 Luftmaschen und dann stechen wir in die nächste Lücke ein und häkeln wieder eine Kettmasche rein und das Ganze wiederholen wir, bis wir am Ende der Runde angekommen sind. Am Ende der Runde machen wir einen Farbwechsel. Wir stechen in diese Lücke ein, holen uns das Garn und häkeln eine Kettmasche. Jetzt häkeln wir 3 Luftmaschen. Dann häkeln wir in diese Lücke ein Doppelstäbchen rein. Dann holen wir uns das Garn, wie wenn wir ein Doppelstäbchen häkeln würden, gehen in diese Lücke rein, holen uns das Garn, gehen durch die erste Masche durch, dann durch die zweite Maschen durch und dann durch die dritte Maschen durch und zuletzt durch die vierte Maschen durch. Jetzt häkeln wir 2 Luftmaschen. Dann häkeln wir wieder 2 solche Stäbchen wie gerade eben in diese Lücke rein. Und jetzt nehmen wir uns wieder das Garn, wie wenn wir ein Stäbchen häkeln würden, gehen in diese Lücke rein und nehmen das Garn, gehen durch die erste Masche durch, dann durch die zweite und dann durch die dritte Masche. Jetzt nehmen wir uns wieder das Garn, wie wenn wir ein Stäbchen häkeln würden, gehen in die zweite Lücke rein und dann nehmen wir uns das Garn, gehen durch die erste Masche durch, dann durch die zweite Masche und zuletzt durch die dritte Masche. Und das wiederholen wir noch 2 weitere Male, sodass wir 3 solcher Stäbchen haben. Jetzt gehen wir zur dritten Lücke, holen uns das Garn, wie wenn wir ein Stäbchen häkeln würden, nehmen uns das Garn, gehen durch die erste Masche durch, dann durch die zweite und zuletzt durch die dritte Masche. Dann holen wir uns das Garn, wie wenn wir ein Doppelstäbchen häkeln würden, gehen in diese Lücke rein, holen uns das Garn, gehen durch die erste Masche durch, dann durch die zweite Maschen durch und dann durch die dritte Maschen durch. Und zuletzt durch die vierte Maschen durch. Und das Doppelstäbchen wiederholen wir noch ein weiteres Mal. Jetzt häkeln wir wieder 2 Luftmaschen. Jetzt häkeln wir wieder 2 solche Doppelstäbchen von gerade eben. Und jetzt nehmen wir uns wieder das Garn, wie wenn wir ein Stäbchen häkeln würden, gehen in diese Lücke rein und nehmen das Garn, gehen durch die erste Masche durch, dann durch die zweite und dann durch die dritte Masche.
Jetzt gehen wir in die 4. Lücke und häkeln 3 solcher Doppelstäbchen in diese Lücke rein. Und das Ganze wiederholen wir, bis wir am Ende der Runde angekommen sind. Am Ende der Runde angekommen, stechen wir in die 3. Luftmasche ein und häkeln eine Kettmasche und beenden somit die Runde. Jetzt machen wir einen Farbwechsel. Wir stechen in die Lücke ein, holen uns das Garn und häkeln eine Kettmasche. Anschließend häkeln wir 3 Luftmaschen. Und jetzt nehmen wir uns wieder das Garn, wie wenn wir ein Stäbchen häkeln würden, gehen in diese Lücke rein und nehmen das Garn, gehen durch die erste Masche durch, dann durch die zweite und dann durch die 3. Masche. Und so ein Stäbchen wiederholen wir noch ein weiteres Mal. Jetzt häkeln wir wieder in die nächste Lücke 3 solcher Stäbchen rein. Dann häkeln wir 2 Luftmaschen und anschließend häkeln wir wieder 3 solcher Stäbchen in dieselbe Lücke rein. Jetzt häkeln wir wieder 3 solcher Stäbchen in die nächste Lücke rein. Dann häkeln wir wieder in die nächste Lücke 3 solcher Stäbchen rein und das Ganze wiederholen wir, bis wir am Ende der Runde angekommen sind. Am Ende der Runde angekommen, stechen wir in die 3. Luftmasche ein und häkeln eine Kettmasche und beenden somit die Runde. Ihr könnt es zum Beispiel als Mitbringsel oder für weitere DIY-Projekte verwenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da oder einen Kommentar und abonniert meinen Kanal.